Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen bei Dankecast Deutsch, dem Podcast, wo wir auf Deutsch sprechen, damit ihr besser lernen könnt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Emilia und neben mir sitzt wie immer mein Kollege Henry. Henry, wie geht es dir heute? Mir geht es wirklich sehr gut. Danke, Emilia. Es ist immer eine Freude, hier zu sitzen und mit euch zu sprechen. Und heute haben wir ein ganz besonderes Thema mitgebracht. Wir sprechen über Urlaub. Genauer gesagt, über unsere letzten Familienurlaube. Das ist doch ein Thema, das jeder kennt und liebt, oder? Ja, absolut. Urlaub mit der Familie. Das ist immer ein großes Abenteuer. Manchmal klappt alles wunderbar und manchmal, es wird zumindest eine lustige Geschichte für später. Ich fange heute an. Mein letzter Familienurlaub war wirklich unvergesslich. Wir sind ans Meer gefahren. Oh, ans Meer. Das klingt herrlich. Wohin seid ihr genau gefahren? Wir waren an der Ostsee, in einem kleinen Küstenort in Mecklenburg-Vorpommern. Ein wunderschöner, ruhiger Ort. Das war das erste Mal für meine Kinder, sie sind noch klein. Meine Tochter ist 6 Jahre alt und mein Sohn ist 4. Als sie das Meer zum ersten Mal gesehen haben, waren ihre Augen so groß, sie konnten es kaum glauben. Meine Tochter hat gefragt, Mama, hört das Wasser niemals auf? Oh, das ist so niedlich. Kinder haben manchmal die schönsten Fragen. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Kinder und das Meer, das ist immer etwas ganz Besonderes. Wie war denn das Wetter? Das Wetter war gemischt, sagen wir mal so. Die ersten 2 Tage war es wunderschön, sonnig und warm. Wir waren am Strand, die Kinder haben im Sand gespielt und Burgen gebaut, wir haben Eis gegessen, sind am Wasser spazieren gegangen. Es war wirklich wunderschön. Aber dann, am 3. Tag, hat es stark geregnet. Den ganzen Tag. Oh nein, das ist immer frustrierend, besonders mit kleinen Kindern. Was habt ihr dann gemacht? Wir sind ins Aquarium gegangen. Zum Glück gab es in der Nähe ein großes Meeresaquarium. Und weißt du was? Das war am Ende der absolute Lieblingstag meiner Kinder. Und das war eigentlich der Regentag. Mein Sohn hat die Haie geliebt. Er hat die ganze Zeit laut gerufen, Mama, schau, ein Hai, Mama, da ist noch ein Hai. Die anderen Besucher haben ihn angelächelt. Es war so süß. Das ist wirklich niedlich und auch sehr typisch. Kinder sind manchmal so überraschend, oder? Man plant etwas Großes und Aufwendiges und am Ende ist das absolute Highlight der Regentag im Aquarium. Das Leben ist manchmal wirklich lustig. Genau so ist es. Aber es war insgesamt wirklich ein toller Urlaub. Wir haben auch wunderbare Restaurants entdeckt. Frischen Fisch direkt am Hafen. Das war fantastisch. Der Kellner hat uns empfohlen, die lokale Spezialität zu probieren, geräucherten Aal. Ich war etwas unsicher, aber es war köstlich. Geräucherter Aal, das ist mutig. Hat es dir wirklich geschmeckt? Ja, es war viel besser, als ich dachte. Mein Mann hat gesagt, siehst du, man muss immer neue Dinge ausprobieren. Und er hatte recht. Und abends, wenn die Kinder geschlafen haben, haben mein Mann und ich ruhig Tee getrunken und aufs Wasser geschaut. Das war so entspannend und romantisch. Diese stillen Abende werde ich nie vergessen. Das klingt wirklich wunderschön. Solche ruhigen Momente sind wirklich wertvoll, besonders wenn man kleine Kinder hat. Die sind ja meistens sehr lebhaft, von morgens bis abends. Oh ja, sehr lebhaft. Mein Sohn schläft kaum und ist immer in Bewegung. Aber ich liebe es. Diese Energie der Kinder ist ansteckend. Und jetzt bist du dran, Henry. Wo warst du mit deiner Familie in letzter Zeit? Mein letzter Familienurlaub war ganz anders als deiner, aber genauso schön. Wir sind in die Berge gefahren, nach Bayern, genauer gesagt in die Nähe von Garmisch-Partenkirchen. Meine Eltern, meine Schwester mit ihrer ganzen Familie und ich, wir waren alle zusammen. Eine wirklich große Gruppe. Oh, ein richtiger großer Familienausflug. Wie viele Personen waren das insgesamt? Wir waren zu 9. Meine Eltern, meine Schwester, ihr Mann, ihre 3 Kinder und ich. Ich bin der Einzige ohne eigene Familie, der lustige Onkel sozusagen. Wir haben ein großes Ferienhaus gemietet, direkt in den Bergen. Das war eine hervorragende Idee, weil wir alle zusammen kochen, essen und die Abende verbringen konnten. Kein kleines Hotelzimmer, sondern ein richtiges Zuhause auf Zeit. Das klingt wirklich gemütlich. Ich liebe die Idee mit dem Ferienhaus. Man hat seine Privatsphäre, aber man ist trotzdem als Familie zusammen. Das ist das Beste aus beiden Welten. Genau. Und die Landschaft in Bayern ist einfach atemberaubend. Wir sind jeden Tag gewandert, morgens früh aufstehen, Rucksack packen und los geht es. Die Kinder meiner Schwester, die sind zwischen 8 und 13 Jahren alt, waren anfangs überhaupt nicht begeistert vom Wandern. Der älteste Leon hat gesagt, Wandern ist langweilig, das ist nur für alte Menschen und Rentner. Oh, das höre ich oft von Kindern. Sie wollen lieber zu Hause mit dem Handy sitzen. Und dann?
Und dann haben wir den ersten Berg bestiegen. Und oben war ein kleiner Bergsee. So klar, so blau, so ruhig, unglaublich schön. Man konnte die Berge im Wasser spiegeln sehen. Die Kinder standen da und haben einfach nur gestaunt. Leon, der Älteste, hat leise gesagt: Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Von diesem Moment an wollten alle jeden Tag wandern. Kein Widerspruch mehr. Das ist wirklich wunderbar. Die Natur hat eine ganz besondere Kraft, oder? Manchmal muss man etwas selbst erleben, bevor man es wirklich versteht und schätzt. Kein Foto, kein Video kann das ersetzen. Absolut. Und wir haben auch einen großen Ausflug nach Schloss Neuschwanstein gemacht. Das ist dieses weltberühmte Schloss, das wie aus einem Märchen aussieht, hoch oben auf einem Felsen, umgeben von Wäldern und Bergen. Meine Mutter war schon immer ein großer Fan davon. Sie hat als Kind Bilder davon gesammelt. Für sie war dieser Besuch ein echter Traum. Oh, das Schloss Neuschwanstein, das ist wirklich eines der bekanntesten Symbole Deutschlands. Und wie war es in der Realität, also wenn man wirklich davor steht? Noch viel beeindruckender als auf allen Fotos. Die Größe, die Details, die Lage, alles ist einfach fantastisch. Wir mussten zwar ziemlich lange warten, es waren extrem viele Touristen aus aller Welt, aber es hat sich wirklich gelohnt. Und mein Vater hat Fotos gemacht. Sehr, sehr viele Fotos. Ich glaube, er hat an diesem einen Tag über 300 Fotos gemacht. 300 Fotos. Das ist wirklich eine beachtliche Menge. Aber ich verstehe es vollkommen. Wenn etwas so außergewöhnlich schön ist, möchte man jeden Winkel und jedes Detail festhalten. Genau so sieht mein Vater das auch. Und abends haben wir dann immer gemeinsam im Ferienhaus gekocht. Das war ebenfalls ein echtes Highlight des Urlaubs. Jeder hat etwas mitgebracht oder ein Gericht beigesteuert. Meine Mutter hat ihr berühmtes Gulasch gemacht. Das Rezept hat sie von ihrer Großmutter geerbt. Meine Schwester hat jeden Abend einen anderen Kuchen gebacken und ich war für die Salate zuständig. Das klingt so herzlich und familiär. Gemeinsames Kochen und Essen verbindet Menschen wie kaum etwas anderes. Das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Ja, und ich glaube, genau das war das Wichtigste an diesem ganzen Urlaub. Nicht die Bergtouren, nicht das berühmte Schloss, nicht die schöne Landschaft, sondern diese Abende miteinander. Wir haben geredet, gelacht, alte Familiengeschichten erzählt. Meine Eltern haben Geschichten aus ihrer Jugend erzählt, die wir alle noch nie gehört hatten. Ich habe meinen Vater an diesen Abenden besser kennengelernt als in all den Jahren davor. Das ist wirklich das Wertvollste. Solche Momente sind durch absolut nichts zu ersetzen. Und ich denke, das ist etwas, das viele unserer Zuhörer genau verstehen werden. Egal wohin man reist, die gemeinsame Zeit mit den Menschen, die man liebt, ist das Wichtigste. Absolut. Und deswegen haben wir auch eine Frage an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Habt ihr einen unvergesslichen Familienurlaub erlebt? Schreibt es uns in die Kommentare. War es am Meer, in den Bergen, in einer Stadt, vielleicht im Ausland? Wir sind wirklich sehr gespannt auf eure Geschichten. Ja, erzählt uns alles davon. Und wenn ihr Fragen habt oder bestimmte Themen gerne in einer zukünftigen Folge hören möchtet, schreibt das ebenfalls gerne unten hin. Wir lesen wirklich jeden Kommentar. Ihr seid eine wunderbare Community und das bedeutet uns sehr viel. Das stimmt. Ihr seid der Grund, warum wir diesen Podcast machen. Und noch eine kleine Frage zum Nachdenken. Was ist eurer Meinung nach das Wichtigste beim Familienurlaub? Das Ziel der Reise, die Aktivitäten und Ausflüge oder einfach die Zeit zusammen, egal wo? Schreibt eure Antwort in die Kommentare. Eine tolle Frage. Ich bin selbst neugierig auf eure Antworten. Okay, bevor wir uns verabschieden, was nimmst du, Henry, als deine wichtigste Erinnerung aus deinem Bayernurlaub mit? Das muss ich kurz nachdenken. Ich glaube, es ist dieser eine besondere Abend. Wir saßen alle draußen auf der großen Terrasse des Ferienhauses. Die Sonne ging langsam unter, die Berge wurden goldfarben und rosarot und alle haben gleichzeitig gelacht. Über eine alte Familiengeschichte. Niemand hat auf sein Handy geschaut. Niemand hat an die Arbeit gedacht. Einfach nur zusammen sein, lachen und diesen wunderschönen Moment teilen, das war perfekt. Mehr brauche ich nicht. Das ist wunderschön beschrieben. Bei mir ist es sehr ähnlich. Wenn ich heute an den Urlaub denke, sehe ich sofort das Gesicht meiner kleinen Tochter, als sie das erste Mal das Meer gesehen hat. Diese Mischung aus Überraschung, Freude und Staunen, diese pure, echte Freude eines Kindes, das vergesse ich nie in meinem Leben. Solche Momente sind wirklich durch nichts zu bezahlen. Und das ist auch der tiefere Grund, warum Urlaub und Reisen so wichtig sind. Nicht wegen der teuren Hotels oder der langen Flugreisen, sondern wegen dieser kleinen, echten, unvergesslichen Momente des Lebens.
Sehr, sehr gut gesagt, Henry. Und damit möchten wir diese heutige Folge von Dankecast Deutsch auch abschließen. Wir hoffen wirklich, dass euch das Gespräch heute gefallen hat und dass ihr dabei viel natürliches Deutsch gehört und verinnerlicht habt. Vergesst nicht, die beste Methode, eine Sprache zu lernen, ist, sie so oft wie möglich zu hören. Also hört unseren Podcast regelmäßig, hört deutsche Musik, schaut deutsche Filme und euer Deutsch wird Tag für Tag besser. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt, und lasst uns gerne eine nette Bewertung da. Das hilft uns enorm dabei, mehr Menschen zu erreichen, die Deutsch lernen möchten. Wir freuen uns schon sehr auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, macht es gut, bleibt neugierig und weiter so mit dem Deutschlernen. Ihr schafft das. Tschüss, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal bei Dankecast Deutsch. Wir freuen uns schon auf euch.